Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play. Ja, wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei um CSI Tödliche Verschwörung für die Xbox 360. Ja, wir werden mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Ich gucke ganz gerne solche Krimiserien im Fernsehen. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, dieses Spiel zu kaufen. Ja, es kann natürlich passieren, dass es absoluter Trash ist und wir vor lauter Trash nicht mehr aufhören können zu lachen. Ja? Gucken wir uns hier erstmal den Vorspann an, würde ich sagen. Also es ist halt wirklich jedes Spiel zu der bekannten TV-Serie, ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, wir haben keine Speicheroptionen, gucken wir einfach mal nach den Optionen. Tutorial lassen wir da an, Untertitel lassen wir an, Tipps. Wir lassen das einfach jetzt mal so, das ist ja, wie gesagt, jetzt eher so ein Just for Fun Game, um zu gucken, was uns erwartet. Gehen wir mal Fall auswählen. Episode 1 festgebacken. Dann haben wir ein neues Spiel, ist ja klar. Läuft ganz schön schnell vorbei. Ich würde auch gerne lesen, wofür die Sachen jetzt sind. Okay. Sieht schon sehr lustig aus auf jeden Fall. Fingerabdruckpuder und... Hey, was geht denn hier ab? Also scheinbar haben wir zumindest einige Möglichkeiten ja, zu tätigen an den Schauplätzen. Ganz so schlimm sieht es ja schon mal nicht aus. Wie immer halt bin ich schon ein bisschen ruhiger. The place was called Soevo Spa. It was a full-service establishment. Massage tables, salon chairs, mud baths, etc. The explosion went off a little after 3. The squad car was 2 blocks away when the place went up, so the fire department was able to respond within 4 minutes. Not that it helped. The place was fully engulfed by the time they arrived. They were just lucky to keep it contained to just this building. I didn't know there was a spa down here. Building's been here since the late 70s, but it's only been a spa since '98. The gentleman in the corner there is Pete Baja. His company owns Soevo Spa. I took his statement, but you'll want to follow up with him too. Have you two met yet? Not officially. I'm Sarah Seidel. The team speaks very highly of you. You want to take that interview? Okay. This is the CSI tutorial. You can turn it off at any time by selecting the option on the tutorial window and enable it again from the options menu. The cursor is used to both navigate and to select. Moving it to the edges of the screen will rotate the camera. When the cursor moves over something, it will change based on the action that can be taken. An arrow means that you can change your viewpoint. Your thoroughness score has increased. You can get a higher thoroughness score by navigating to viewpoints in a location that you have not visited before. Okay. If the cursor changes to a toolbox, there is evidence to find. Okay. One mud bath contains a lot more mud than the others. It might just be the way they do it. But the one next to it is filled only up to the line on the side of the tub. That mud is baked solid. We're going to need a way to examine it inside and out, without actually breaking it up and compromising potential evidence. You know, the other day, Catherine was telling me that we have access to an industrial ultrasound device. It sounds perfect for this problem. I'll give her a call.
Your objective is changed for the first time. Okay. Your objective, located at the top of your case file, will give you an idea of what to do next. The PDA allows you to examine evidence, look over case notes, move to new locations, and change game options. Ja gut, da gucken wir uns trotzdem erstmal weiter um. Das ist ja doch sehr verrückt irgendwie. A speech bubble will appear over the people with whom you can talk. I'd say we should talk to the guy who owns the spa. At any time, you can ask your CSI partner for his or her opinion about what you should do next. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen weiter um. Gut, das war ja hier diese Stammbandgeschichte, das hatten wir jetzt schon. Okay, das können wir auch nicht nochmal sammeln, das ist schon mal ganz gut zu wissen, denke ich. Hier haben wir noch was, okay. Your tool case consists of 4 main sections: fingerprint tools, fluid detection tools, collection tools, and casting tools for making molds. Move the cursor over the type of tool you want to use and select it. Be sure to try and match the type of tool to the type of evidence you're trying to collect. Okay. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich denke, wir sollten vielleicht... We can't just pick that up. Okay, aufnehmen können wir es wohl nicht. Abdrücke, Fingerabdrücke. Some tools require you to hold the button down while moving the cursor over the area you wish to search. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwelche Fingerabdrücke finden werden. I don't think we're going to pull any prints off of that. Das hab ich mir auch schon gedacht, danke. Eventuell... Machen wir doch mal Flüssigkeiten, ob wir hier vielleicht irgendwas in der Richtung finden, dass hier Brandbeschleuniger oder sowas gemacht haben, oder irgendwie sowas in der Richtung. What makes you think there would be latent fluids there? Ja, dann halt nicht. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Look at how it's burned away from its frame. Drywall is usually fire resistant. Those holes could be there to let more air fan the fire and get to that wooden frame underneath. Okay. That could indicate arson, but we'll need a lot more evidence to prove it. Da haben wir wohl etwas gefunden, würde ich sagen. Ist ja auch schon mal was. Ich denke nicht, dass hier noch groß was sein wird. An dieser Stelle. Den werden wir mal reden. Hi, Pedro Baja. Baja, like Baja, California. But call me Pete. Everyone does. Well, almost everyone. You in charge of this place, Pete? I'm the CEO of Miel LLC. It's less impressive than it sounds. It's basically a holding company for a few mom-and-pop style businesses that were worth rescuing when the original owners wanted out. The company owns Super La Spa, what's left of it. Oh, du kannst ja nur das auswählen. We'll have to notify the claims adjuster when we've released the scene. Actually, this is kind of embarrassing, but the policy on this place has lapsed. You let the fire insurance on one of your businesses expire? It's complicated. We sent them a payment, but they said they didn't get it. Then they wanted us to pay a late fee and raise our premium. I mean, we've done business with them for years, and now they decide to penalize us over a little slip-up? You've just I have some things I need to take care of. Here's my card, at least until the next board meeting. You can reach me at my office. Now we're living in the future. I'm still waiting for my flying car, but seeing through walls isn't too shabby. I have a rough idea, but remind me again how the device works.
Just turn it on and point the wand at whatever you want to scan. The sound waves it emits penetrate at different speeds depending on the density of the material. And the onboard computer translates that into a picture, is that right? You got it. I don't think I need to tell you to be careful with it, but be careful with it. Ja, dann gucken wir mal. Irgendwas drücken oder einfach nur drüber gehen oder wie läuft das hier? Okay, da haben wir es. Does that look like a human body to you? It looks like we have a victim after all. I'll call Doc Robbins for a pickup. Cleaning her off is just the first step. This is going to take a while. I'll give you a call when I have something for you. Let's head back to the crime scene. See what else we can turn up. You'll have to forgive me. Baking the victim in mud and then exhuming her aren't exactly the ingredients for the most efficient autopsy. I'll give you a call when I have something for you. Okay. Ich meine, jetzt hier wird wohl kein Beweisstück irgendwie eine Pathologie oder so sein. Ich denke mal, da müssen wir jetzt wieder zu dem Schauplatz zurückgehen. The location icons represent the different places you can visit. New locations will open over the course of your investigation. Wir gehen erstmal wieder zurück zu dem, zum Schauplatz des Verbrechens. Schauen uns immer noch weiter um. Das ist wohl nix. Hier können wir auf jeden Fall näher ran. Das ist ja schon mal interessant. Hier können wir noch näher ran. If the cursor becomes a hand, it's a sign that you can interact with the object underneath it. Machen wir doch dann einfach mal. This thing was on last night. We could have our ignition source. It's hard to tell what this was. Not much left of it. Judging from the charring in the inside of the oven, it was in there for long enough to catch fire. It's almost like a timed fuse. So far, that's two things that point to arson. We'll need more evidence to be sure. Ja. Gucken wir mal uns hier weiter um. Ich denke aber nicht, dass hier noch irgendwas ist. Das sieht nicht danach aus. Gucken wir weiter hier auf diese Seite. Da können wir noch mal näher rangucken. Ist nix. Sieht aus wie nur eine Flasche oder was. Mal hier. Können wir wieder Abdrücke sammeln oder? That's not going to work. Was ist das hier? We should take samples of soot from all around this place Okay. to see if we can find traces of an Ja, gut, accelerant. das habe ich ja vorhin schon gedacht. Dass es vielleicht irgendwie Brandbeschleuniger oder sowas gibt. Ja gut, mehr wird hier nicht sein, das haben wir jetzt schon gesehen. Und hier können wir auch noch gucken. Können noch näher ran. Muss hier irgendwo was sein. Gucken wir hier. I think if we can get one more sample of soot after this one, we'll have enough.
Okay, noch eine mehr, sagt sie. Dürften wir genug haben. Und zu der anderen Seite nochmal um. Das sieht so aus, als wenn hier noch was wäre. Was haben wir denn da? Das sieht so ein bisschen seltsam hier aus, das Rohr. Das ist nämlich das wohl nix. Ist ein bisschen dunkel da, aber da ist wohl nix. Ich sehe hier jetzt auch nichts. Gucken wir trotzdem einfach mal mit dem Cursor drüber. Ist nicht. Oh, hier haben wir doch was. Ich hab doch gesagt, die bei dem Rohr sieht komisch aus. Look at the crimping along the edges of the split gas line. I'd say it was cut. That's the third sign of possible arson we found. I'm almost convinced. Ich auch. So, gucken wir uns hier noch weiter um. Ich denke mal, dass hier noch kurz was war. Gehen wir schon zurück. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Okay, da geht's weiter. Irgendwo eine Rußabdrücke finden, hieß es. Mal gucken. Wo wir diese finden können, eventuell. Vielleicht müssen wir da doch noch mal rein. Okay, hier haben wir auch noch was. Popcorn-style ceiling. Hold your breath while you're taking that sample. If it's as old as it looks, it's probably got asbestos in it. Gut, das haben wir ja jetzt auch. Na, diese Flasche da, die stört mich auch so ein bisschen. Und da können wir nicht so richtig hin. Das hier ist nur wegen dem Ruß, den haben wir ja. Wir müssen halt noch einen Ruß finden, dieses. Frage ist nur, wo können wir den finden? Diese roten Röhren sehen auch seltsam aus. Was haben wir denn hier? So nix. Gehen wir noch hier näher ran. Da mal irgendwas finden, wo wir jetzt drüber gestolpert sind. Das sieht irgendwie nicht so richtig danach aus. Oben sieht auch ein bisschen seltsam aus. Ist jetzt hier nichts zu finden. Den Ruß haben wir ja gefunden. So, hier ist irgendwie nichts. Mal zurück. Hier waren wir ja. Ich finde diesen dritten Rucksack nicht. Ich habe Post, okay. You've just received an email from your supervisor. It will point out something that you may not have noticed yet. You can access this email from your PDA. Unter was denn? Unter Fallakt oder was?
The case file contains a record of all important information discovered during your investigation. It also allows you to play back cinematic sequences and access the hint emails sent to you by your supervisor. The email section contains communication from your supervisor to help you solve the case. When the information in the email no longer applies, the text will become gray. Okay. Ja, das wissen wir ja schon. Das ist ja genau das, was wir zuletzt machen wollen. Und von daher gucken wir mal, was wir da machen können. So, weiter geht's, würde ich sagen. The evidence viewer allows you to get a close look at every piece of evidence you've collected. It's important to look carefully at each piece of evidence you find, as it may contain evidence itself. Ja. Die Spieloption, aber wieder zwischenspeichern. The options menu allows you to change system and gameplay parameters. It's also where you can re-enable the tutorial, should you decide to turn it off. Speichern laden, das sieht doch gut aus. Speichern wir hier an dieser Stelle doch mal. Und beenden auch die erste Episode. Ja, und freue mich auf die nächste. Ich denke, ganz so schlecht ist es ja gar nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr dran bleibt. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.